Hey Leute und willkommen zurück bei Magna Carta 2. Yay! So, wir machen uns auf den Weg zum Schiff der Südarmee. Und hoffen mal, ich habe keine Ahnung, wenn ich da ausweichen kann. Konter! Back! Das hat Schaden gemacht. Ich denke mal, das war er noch, der draufgehauen hat, aber boah, ich keine Ahnung, wenn ich da ausweichen kann. Komm, au, rein. Gut. Okay, ja, ich glaube, Argo hat vorhin noch draufgehauen. Ich hasse es. Ich will nicht allein sein. Don't leave me alone. Genau wegen dem. Jetzt kann ich warten. Ich mach's mal auf die schnelle Art. Ja. Nein, ich sag nichts. Ansonsten ist auch ein kleiner Spoiler. Ich könnte jetzt einfach auch durchlaufen, aber das ist ja jetzt gerade nicht das Spiel, dass man jetzt da einfach durchrusht. Ich werde das doch dementsprechend auch noch gut machen. Obwohl es ein bisschen langweilig ist am Anfang, aber ist mir egal. So, weil es geht nicht mehr allzu lange und dann wäre das dann schon ein bisschen spannender, würde ich mal sagen. Ach man, immer diese blöden Ausdauerleister. Das ist so doof. Okay. Ansonsten gar nichts, ne? Jupp. Hier hat es nämlich noch Kisten, aber ja, da kommt er wieder. Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, der macht mehr Schaden so. Da muss man doch irgendwie ausweichen können. Oh, Sefi hat mich. Das ist gut. Danke. Ich hätte jetzt fast schon ein Heilkraut eingelegt. Au rein! Konter Black. Okay, einer weniger. Oder? Nein, das leben beide noch. Jetzt wieder Ausdauer. Okay, super. So, Achso, ja, ihr seht jetzt das hier, das schwebende Teil, das ist Wind Mana sozusagen. Oder sagen sie Kana? Ja, ich glaube Kana. Ja, und wenn Sefi da ihre Attacken einsetzt, dann kommen so... Laufe ich ja richtig? Ja. Dann kommen diese Kanas raus und... Ja, aber kommt später noch ein bisschen mehr und ich werde dann später auch ein bisschen mehr erzählen dazu. So, ich werde jetzt hier noch schnell einen Speicherstand einsetzen. Bis gleich. Alles klar, so, weiter geht's mit einer Cutscene, glaube ich. Da unten ist das Südarmee-Schiff und sie wollten den Hüter mit diesem Schiff transportieren. Mit diesem Schiff. Der hätte ja gar keinen Platz gehabt. Ja, komisch. Komisch, die Leute. Die verstehen das einfach nicht. Juto, we're all out of time. You would rather die a pointless death here, leaving her murder unavenged? Melissa, I'm sorry. I couldn't save you. The scream that I couldn't let out was whirling around inside of me. Is it right for things like this to happen? All I could do was despair at the magnitude of what I had lost. Okay, und wir gehen nach Abazet Hafen. Ja, eigentlich gehen wir nach Abazet. Abazet Hafen ist schon etwas anderes. Oder nein, wir sind in dem Moment. Was war denn das? Warum, das ist doch nicht normal. Das ist normalerweise nicht so, dass die Cutscene da übersprungen wird. Also übersprungen, abgeschnitten wird. Aber, dann ist das halt so. It's good that you are safe, Princess. I'm grateful that you sent a Southern Forces ship for us, but it arrived too late. My apologies. I never imagined that they would attack before the ship was ready. As we thought, the Northern forces are after the Guardian? I believe that is likely the case. I should have never sent you to that island. It must have been a terrible ordeal. What's the island's status? Highwind Island has probably been completely occupied by the Northern forces. They attacked with overwhelming numbers. We must retake the island at once! No.
I believe we should no longer concern ourselves with that island. We have spies deployed within the Northern forces, remember? That being the case, we should be able to obtain information on the Sentinels soon enough. There is no need to risk ourselves to take back the Guardian from the Northern forces. I want to assist the island. I'm not requesting that we take back the Guardian. In any event, aside from the Guardian, that island is a piece of land that is of no value to us. It lacks sufficient strategic value to warrant retaking it. It would only be a waste of troops. Juto hat schon wieder mal das Linkssyndrom. But we... Perhaps we should drop the matter for now. You look exhausted. Everyone is waiting for you. Das Linkssyndrom. Lord Alex! Are you In your face, bitch! As if I'd ask In for your help from you, you face! bastard! Such insolence! How dare you raise a hand to Lord Alex? Do you want to die? Stop this! This man is a civilian. Oh? I take it your friend is an islander? Yes. And he watched as his homeland was lost in the battle today. That's Enough! You're all the same! Every one of you! Ja, einer auf Alex, Bud Spencer. please, Blaff as a favor auf to me, die forgive this Schnauze. rude behavior. Of course. Your wish is my command, Princess. Okay, wir wurden gerade zu Tode geschlagen. Nein, Quatsch. Sehr viel Ärger haben die Gruppe wieder verlassen. Ist mir eigentlich auch egal. Sind sowieso nur als Gast. Das Linkssyndrom. Hopp, hopp. Damn it, Argo, you jerk. Where am I? So, wir befinden uns in Abazet, in der Hauptstadt der Südarmee. Und Kiste! Wieder bei Lebenskapsel habe ich, also so Items habe ich nicht allzu viele gebraucht, würde ich jetzt mal sagen. Außer ab und zu bei Endgegnern kann es dann schon sein, dass es ein bisschen anstrengend wird. Und dementsprechend muss ich dann auch Items einsetzen. So, wir müssen jetzt nach unten und da kommen die zwei wieder. Oh, you're finally awake. Thank goodness, I was worried. Jetzt nicht mehr Amnesie, dass er jetzt da auch noch vergessen hat. Wer bist denn du? I suppose I should thank you for helping me take such a nice nap. I apologize for what I did. Still, at the time, that was the only way to calm you. Goodness, you don't say. In that case, I suppose I owe you my life once again, don't I? I apologize too. Count Alex is... what he said, he didn't say out of malice. Doch, meinte er. Er ist It's böse. just that the Southern forces are currently in a precarious position. No, that's all right. You don't have anything to apologize for, really. Besides, I was planning to leave here anyway. Huh? Why? I'm going to avenge Melissa. I'll go north and search for Elgar. How reckless. You can't do it by yourself. Leave me alone! How's it any of your business anyway? Leave I'm me leaving to alone. search for Elgar. Leave Britney alone. You think that you can slip through the Northern Forces' cordon by yourself. Elgar is feared for his brutality, even among the ranks of the Northern Forces. It's a little late for that now. It's because of you people that the Northern Forces attacked my island in the first place! Juto. The Northern Forces attacked Highwind Island because you people were sitting out there for so long, dragging out your precious Guardian research. It's because of you that Melissa is dead! You're saying that if it wasn't for the Southern Forces, the island wouldn't have fallen, and Melissa would not have died?
Juto, I'm not saying that there isn't a way to avenge her. What do you mean? You can avenge Melissa's death, but you aren't capable of doing it. Not right now. Ich weiß jetzt auch nicht, wieso kannst alles groß geschrieben ist. Auf jeden Fall hat der Hersteller vielleicht Caps Lock drin gehabt. Keine Ahnung. Even if you went north to get your revenge, you couldn't take on the whole army by yourself. It would be suicide. Okay, ja, But if nichts you dergleichen. join the southern forces, you can be sure that you will meet Algar on the battlefield someday. Wait, are you telling me to join the Southern Forces? You expect me to kiss up to that Alex guy? Get serious. No way am I gonna sign up. What kind of fool says no to the princess? Your rudeness doesn't know when to quit. Say what? So, you want to fight? Stop this! You can't even block a paltry attack like that. With such puny power, do you really think you can defeat Elgar? Also die Grafik in den Cutscenes, die gefällt mir auf jeden Fall. Princess, who is this nitwit? You little pipsqueak. You want to go at it for real? Ja, in Zukunft wird es doch auch noch viele Situationen geben, da ich lachen muss, wenn die zwei miteinander ein bisschen reden, weil You're das ist a einfach brute one, geil. all right. We just met and you're already picking a fight. You may be big, but you were sent flying like a rag doll. Wuss. That's enough, Crocell. Juto, don't let him get to you either. Crocell has a unique personality and a barbed tongue. If you take his bait, you'll be fighting non-stop. Now, where were we? There's nothing to talk about. I have no intention of joining the Southern Forces. You'll go, even knowing you'll be killed. That is how you plan to get revenge? Juto, surely you realize that this is reckless. If you were truly serious about avenging her, you wouldn't be so rash. Juto, you're feeling guilty for being the only one to escape with your life. Stimmt ja gar nicht, er ist nicht der Einzige, der noch am Leben ist. I don't see a man out for revenge. The only thing I see is a man who is being stubborn in a futile attempt to escape from his guilt. You're wrong! If I'm wrong, then why don't you calm down? I understand. I understand all too well what you are feeling. I've lost many, many soldiers at Elgar's hand. And I, too, have nearly lost my own life to him. You and I, we share a common goal. Elgar is a man from whom I must get revenge. I want to stop you from continuing down the path of battle. But if that's the case, then fight by our side. Let me think it over. Even I knew I was being reckless. As I am now, I'm completely powerless in the face of this enemy. I was furious at myself for being unable to protect the people around me. What do I do with this anger inside that has nowhere to go? Schwarzer Bildschirm. Ah. Huh? Did you say something? I love you, babe. Let me join the Counter-Sentinel unit. Oh, und dann da verschreckt er seine Arme. Ah, wie findest du das, Bitch? Ah. I know I suggested that you join the Southern Forces, but I didn't mean the Counter-Sentinel unit.
My unit is always working on the front lines, fighting northern forces and ferocious sentinels. Danger is our constant companion. Northern forces, sentinels, it's all the same to me. What matters is defeating them. Besides, I hear that there are lots of people in your unit who are on the Northern Forces hit list. In which case, it makes it all the more likely that I'll encounter Elgar sometime soon. No. Impossible. I can't allow you to join the counter-sentinel unit. Fine, then I'll go north on my own. Juto! Oh, for goodness sake. Joining the counter-sentinel unit means that you will have to obey my orders from now on. Understand? Understood. If you should ever be unable to accompany us on a mission, you will be immediately expelled. Is that clear? I concur. If you choose our unit for the sole purpose of pursuing your own goal, don't expect a warm welcome. Is that clear? Yeah. Don't slow us down too much. You have to be cocky about everything, don't you, Pipsqueak? Senf und Würstchen, jetzt habe ich Hunger. That will be enough, you two. You're brothers in arms now. Things are going to be rowdy around here from now on. So many things were happening all at once that, frankly, I was utterly confused. But my resolve to avenge Melissa's death was the one thing I was certain of. At the time, my head was filled with countless questions about myself. So, has anything unusual happened around here while we were away at Highwind Island? There sure has. While you guys were shooting it out on that island, the rest of us were here fighting a battle at Old Fox Canyon. In the end, we turned tail and ran, though. It was because of the enemy general, Sion Regral, wasn't it? Right. As long as he's protecting the canyon, it'll take more than a half-baked force to take him on. Plus, there's one other annoying problem. Annoying? Werewolves. They teamed up with the northern forces and attacked the southern forces. Their condition for working together must have been that all the booty would go to the werewolves. I thought that they'd been lying low for a while, but they were letting the northern forces do the dirty work while they reaped the profits. Which is why General Headquarters has sent down orders for the Counter-Sentinel unit to take out the werewolves' main base. Well, having you two back will certainly make things easier. Those crybabies in the regular army aren't any use at all. So that's the situation. Juto, I hope you were paying attention just now. Forcing the werewolves to submit will be your first mission. Understood? Understood. What, we're bringing this guy along too? Well, just hang back and watch or something, okay? Right back at ya. Talk big while you can. Oh, don't pee in your pants when we're facing those werewolves. Got it? Say what? Just drop it. I thought I said that you're teammates now. I haven't accepted this guy as one of us yet. Okay, so, ich glaube, jetzt kann's... Seffi, Argo und Crozza sind der Gruppe beigetreten. Ja, das ist super. Jetzt sind sie in der Gruppe und nicht als Gast. Jetzt kann ich sie auch wählen und ich werde jetzt auch die Formation ändern, weil Argo... Mir gefällt Argo nicht. Nicht vom Kampfstil, er macht gut Schaden, da muss ich sagen, aber er passt irgendwie einfach nicht hier rein. Er ist ein Riesenvieh. Und nee, aber das Gute ist, die inaktiven Mitglieder, die bekommen auch noch Punkte. Aber wie war das, glaube ich, nur 80% oder 70% bekommen sie, glaube ich, wenn sie inaktive Mitglieder sind. Aber immerhin irgendwas, das sie bekommen, das ist gut, weil ansonsten ist der Stufe 8 und die andere Stufe 30 oder so. Und das ist ja auch nicht gerade sehr schön. So, und jetzt kann man auch noch den Anführer, genau, so.
Sefi. Ich laufe sehr viel mit Sefi am Anfang sicher mal rum. Das wird sich sehr wahrscheinlich in der Zeit dann ändern, weil Sefi hat eine spezielle Attacke, die mir sehr gefällt und mich, ja, sehr weiterhelfen kann. Okay, so, ich versuche jetzt noch ein bisschen vom Spiel zu zeigen. Es hat... Oh. Ah, ihr habt einen Moment Zeit? Ja, gerade zur Südarmee, nicht wahr? Oh, red doch mal mit der. Bin ich doch nicht zu sehen. Ich bin GM von der Kaufmannsgilde. Ihr müsst mir einen Gefallen tun. Angeblich stecken ein paar Gildenmitarbeiter bei der Kamond-Mine in große Schwierigkeiten. Ich habe Hilfe angefordert, die aber noch auf sich warten lässt. Daher will ich, dass ihr uns helft. Die Südarmee ist verpflichtet, die Kaufmannsgilde zu beschützen. Ihr werdet mir also helfen, oder? Du bringe die Gildenmitarbeiter unversehrt zur Kamond-Mine. Der Mitarbeiter wartet außerhalb der Stadt. Okay, dann zur Kamond-Mine. Danke, wir verlassen uns auf euch. Der Mann, den ich rekrutiert habe, wartet am Stadteingang. Er könnt den Weg zur Mine, folgt ihm einfach. Okay. Aber wenn er einigermaßen kämpfen kann, gehört er doch nur zur Kaufmannsgilde. Gebt auf ihn Acht. Alles klar, werde ich machen. Danke, GM. Schöner Name, GM. Okay, so, ich glaube, hier geht's raus. Und ich will jetzt eigentlich ein bisschen nach draußen gehen. Würde ich jetzt mal meinen. Und dann schauen wir uns doch mal erst ein Abazet rum. Okay, oder auch nicht. Wie sieht es denn aus auf der Karte? Ach so, ich war auf der falschen Seite. Okay, war gerade ein bisschen verwirrt. Moment mal, ich kann nicht raus. Warum kann ich nicht raus? Ich will doch raus hier. Raus hier! Aber nein. Also, kann ich sonst noch irgendwie... Oh, ich habe von Gerüchten gehört über den Coyoten Canyon. Jetzt habe ich irgendwie so einen Muggel-Sound drin gehabt. Komm zurück! Coupon! Also, wir gehen mal raus und schauen uns doch mal um. Okay, wir sind im Abazet-Feld angekommen und hier ist auch ein Speicherkristall. Das ist sehr gut. Juto, take this. It's dangerous to go alone. Take this. What? Come on, you don't even know what a cube is? Oh Gott, nein. Are you sure you really want to give him a cube? Of course I am. He's a member of the Counter-Sentinel unit now. What the heck is a cube? Is it really that big a deal? Ist es ein Gamecube? Kann man da drauf spielen? Allow me to graciously enlighten you, my ignorant friend. A cube is a device that allows you to receive letters from others. Nein, ein Cube ist ein Würfel. How do you get letters with something like this? First, you enter the characters into the cube. It converts those into Con, slips it into the Con that flows throughout the world, and it's sent to the pillar in whatever region you want. What? Oh well, I suppose your brain isn't capable of understanding even when it's explained to you. Look, just try to remember that cubes are used to send and receive letters. That's a dedicated Southern Forces cube, so if there are any Southern Forces pillars in the area, you'll be able to send and receive. Pillars? The ones you use to save memories? Well, I'll be. You knew that. Pillars make it possible to save human memories by converting them into Con. The Southern Forces pillars are all interconnected, so the pillars can share information between each other. Also, all letters sent by someone using a cube are delivered by pillars to their recipient. And you can check the letters you've received from the main menu. Our operation orders sometimes come in via cube, so make sure you check it. Don't be such a know-it-all. Ist ein Besserwisser. Er weiß auch mehr als du. Everybody knows this stuff. That's enough. Juto, as a member of the Counter-Sentinel unit, you'll do most of your fighting in a group from now on. Yeah, wir können in der Gruppe kämpfen. Und wir können jetzt ein Tutorial starten. Situation is exactly the same as it was on Highwind Island. Ja, wir können jetzt ein Tutorial starten, wo man dann den Gruppenkampf lernen kann. Und, ja, ich weiß es bereits. Das werde ich auf jeden Fall machen, weil das Tutorial geht ungefähr 15 Minuten oder so. Ja, und man kann es sowieso noch selber lesen. Aber es ist nicht allzu schwer zu begreifen. Also ich muss jetzt trotzdem noch selber ein bisschen nachschauen, wie das funktioniert. Aber du hast eine... Hallo.
Entschuldige, aber könntest du mir mal zur Hand gehen? Nein, egal. Ich habe auf Befehl des Hauptquartiers massenweise Bohrwürmer erledigt. Aber dann... Bohrwürmer sind so kümmerische Monster, dass ein Jäger sich mit ihnen gar nicht erst abgeben kann. Nicht. Aber unter ihnen gab es einen, der giftig war. Und zwar tödlich giftig. Sieht aus wie ein Bohrwurm. Nennt sich aber genau genommen Giftwurm. Boah, komisch. Und hat eine grüne Farbe. Ich habe das Gegengift in begrenzter Menge bei mir, aber es sind einfach zu viele von ihnen. Kannst du die 3 Giftwürmer für mich erledigen, wenn ich dir dieses Gegengift hier gebe? Okay, warum ich? Warum du nicht? Also gräulich sehen sie jetzt auch nicht gerade so aus, aber egal. So, Entgiftungsring, dann kann man nicht mehr vergiftet werden. Und 5 Gegengifte, okay. Falls du einen Vergiftungseffekt erleiden solltest, musst du sofort das Gegengift verwenden. Behandelst du diesen Effekt nicht, verlierst du kurz darauf an Kraft und stirbst. Sei also vorsichtig. Okay, dann bist du jetzt an der Reihe. Achso, Nachricht. Wie kann ich? Mit B, okay. Ja, man sieht private Nachricht, Kampf und Tutorial. Bei allen sieht man natürlich alle. Nimm ein Gift. Nimm ein Gegengift. Giftwürmer starten. Soll ich das lesen? Giftwürmer starten Giftangriffe, wenn du die Vergiftung wirst. Nein, ich glaube nicht. Was haben wir da? Infos zu KI-Einstellungen? Nein, das brauchen wir auch nicht. Infos zu Elementkahn. Okay, das ist vielleicht nur... Zauberer können ihre eigene Elementkahn herstellen. Ich bin ein Feuerzauberer. Daher kann ich Feuerkahn machen. Die Prinzessin ist Wind und kann Windkahn herstellen. Aber Elementkahn funktioniert nicht wie die Kahn, die du benutzt. Du musst ihren Einsatz gut planen, sonst werden sie von deiner Natur zerstört. Der Status von dem Elementkahn wird in deiner Kahn-Anzeige angezeigt. Sie schweben immer in der Nähe, sodass du... Ja, man kann sie ja sehen. Haben wir letztes Mal gesehen. Umgebungskahn. Ein Umgebungskahn ist ein Kahn, das schon immer im Feld anwesend war. Das Level vom Umgebungskahn wird links in der Minikarte angezeigt. Je mehr Punkte es dort gibt, desto höher ist das Level. Umgebungskahn sind Teil ihrer Region. Du kannst sie also benutzen, ohne dass sie weniger werden. Wenn du sie richtig einsetzt, sind sie im Kampf sehr hilfreich. Infos zu Erfahrungswerten. Achso, das ist jetzt grau, genau. Aber jetzt willst du in einer Gruppe kämpfen, also merk dir ein paar Dinge zu Erfahrungspunkte. Wenn du in einer Gruppe an einer Schlacht teilnimmst, erhältst du 100% der Erfahrung. Als inaktives Mitglied erhältst du nur 70%. Aber wenn du Erfahrung als Prämie erhältst, erhalten sowohl Gruppenmitglieder als auch inaktive Mitglieder 100%. Vergiss das nicht. Zusätzliche Erklärung des Kampfmenüs, nein, geben wir unser Bestes. Das ist ein Testbrief. Er wird vielleicht niemals ankommen. Als neues Mitglied der Counter-Settle-Einheit wirst du dich jetzt unzählige Probleme gegenüber sehen. Aber egal, wie schlimm es dir ergeht, verliere dich selbst nicht aus den Augen. Vergiss das Ziel der Einheit nicht. Viel Glück uns beiden. Geben wir unser Bestes. Oh, das ist, ja. So, das war der Cube und, ja, ich werde jetzt noch ein bisschen erklären, damit man im nächsten Mal ein bisschen starten kann. Ja, auf jeden Fall mal als erstes, tut mir leid, dass in diesem Part nicht allzu viel passiert ist, aber das wird dementsprechend im Spiel noch sehr oft vorkommen, dass sehr viele Cutscenes kommen und ein bisschen erklären, um was es geht und so. Ist ja auch sehr schön, von dem her, würde ich jetzt mal sagen. Es ist nicht einfach nur, du musst spielen, du musst kloppen. Nein, das hat auch eine Geschichte und die Cutscenes haben ja auch eine schöne Grafik, würde ich mal sagen. Und das ist eigentlich sehr schön, dass es ein bisschen Abwechslung hat. So, so, bei der Minikarte oben rechts seht ihr, links von der Minikarte, seht ihr zu oberst Feuerkahn, dann kommt Wasserkahn, Windkahn und Blitzkahn. Und Feuerkahn, also der... Ach Gott, ich habe den Namen vergessen. Grozell, er ist Feuermagier, das sieht man auch, er brennt ja schon vor Lust. Und Seifi ist ein Windzauberer. Sie kann heilen und ja, nur was spezielles Seelenentzug. Das kommt aber erst später dran. Das erfahren wir dann in einer Quest. Und Grozell kann, oh, das ist Juto. So, Grozell kann einfach Feuerattacken, lodender Speer. Und, oh, ich muss noch mal nachschauen, wie ich da diese Sachen ändern kann. Nein. Okay. So, im Kampfmenü kann man hier geh mal rüber. Achso, der Anführer wechseln.
Das geht aber ein bisschen lange. Ich meine, du kannst dann auf Sefi klicken und du gehst auf Sefi zurück. Aber wenn man im Kampf, das müsste man zum Beispiel machen, wenn man nicht im Kampfmodus ist, dann kann man da Y drücken oder Dreier, nein, ich glaube, das Spiel gibt es nur auf der Xbox. Y drücken und dann kann man der Anführer ja wechseln. Was ich aber mache, dass es ein bisschen schneller geht, ich gehe schnell ins Kampfmenü und klicke einfach nach oben mit dem Fadenkreuz und so kann ich dann die Mitglieder hier wechseln. Und das ist sehr praktisch, wenn man dann in einem Kampf ist, das werden wir dann erfahren. Warum? So, Juto hat keine Element-Kahn, sondern ein anderes Kahn. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, Kampf-Kahn, glaube ich, oder so. Und der Argo hat das gleiche auch. So, was können wir... Okay, ihr seht jetzt eben oben bei der Minikarte die Elemente. Jedes Element hat jetzt nur einen Punkt, außer Blitzkahn, das hat gar keinen. Das ist gar nicht einsetzen muss oder kann. Dann wäre es besser, wenn man das Mitglied von der Gruppe rausnimmt und ein anderes Mitglied einsetzt, zum Beispiel Sefi oder Grizel, weil sie ja dementsprechend ein bisschen mehr Vorteile haben mit den Elementen. So, da gibt es aber noch Gebiete, die haben mehr Punkte und zwar nicht verteilt, also zum Beispiel 3 Punkte bei Feuer, 1 Punkt bei Wasser und 2 Punkte bei Wind und kein Punkt bei Blitz. Und das besagt dann einfach, dass man besser Feuerkahn speichern kann. Und das werden wir dann auch dementsprechend spüren, dass sehr viel Kahn auf der Insel ist. Auf jeden Fall, ihr seht jetzt einen Punkt und wir haben schon einen Kahn auf der Seite. Und wenn man 2 Punkte hat, dann hat man 2 Kahn auf der Seite. Und das ist sehr praktisch. Lotender Speer braucht jetzt 2 Kahn-Punkte, um den einzusetzen. Habe jetzt nicht auf der Seite, aber ja. So, und irgendwie sollte man noch diese Sachen hier ändern. Aber ich glaube erst später, wenn wir dann das Zeug hier freischalten können. So, das wäre es, glaube ich, schon mal gewesen. Da können wir jetzt noch nicht allzu viel machen. Items, Skills und Ausrüstung und Upgrades, das kommt erst später dann an die Reihe. So. Also, wie gesagt, ich werde jetzt am Anfang sicher sehr viel mit Sefi rumlaufen. Und, mal schauen, ich werde jetzt sicher mal durch dieses Gebiet laufen, damit ihr das Gebiet mal so gesehen habt. Aber wenn ich dann in Zukunft dann wieder über das Gebiet laufen muss und nichts Spezielles ist, weil ich jetzt zum Beispiel da runterlaufen muss und dann wieder hier hoch, dann werde ich das eventuell beschleunigen oder sogar rausschneiden, bis ich an den Ort angelangt bin. Ich werde es dann versuchen, in der Karte anzuzeigen, wo ich mich befinde, um dementsprechend ein bisschen Verwirrung zu negieren. So. Die nächste Mission wäre eigentlich in das Werwolfslager einzudringen, machen wir aber noch nicht. Ich will zuerst noch ein bisschen Nebenquests machen, obwohl es sollte eigentlich keinen Unterschied machen. Ich werde es dann sehen. Auf jeden Fall werde ich jetzt mal runterlaufen und zwar Richtung Kamundgrabungsstelle, glaube ich, war das, oder? Jetzt haben wir, wie ist dieser Fürstenhügel? Wie ist der ja, ich glaube, ja, das ist die Kamundgrabungsstelle. Da werden wir dann im nächsten Part runterlaufen. Und dementsprechend werden wir dann auch den Typen, der wartet hier hinter den Gebüschen, den wir nach dort unten bringen sollen, der von der Handelsgilde oder Kaufmannsgilde, genau, kommen wird. So. Ansonsten Erklärung, so vom Kampfsystem her, werde ich dann einfach während dem Kampf, wenn ich dann im Kampf drin bin, damit, ja, ich etwas habe zum Reden, das nicht so allzu langweilig wird. So, ich hoffe mal, ihr habt kein Problem damit, wenn es sehr viel geredet wird, also von Cutscenes her und so. Und ich werde auch nicht sehr viel darüber erzählen, so in Cutscenes drin. Ich werde da einfach mal Schnauze halten, außer wenn es gerade eine kleine Pause gibt. Da kann ich ja irgendwas sagen dazu oder einfach so sonst einen Kommentar geben, der bescheuert ist. Ja. Okay, Leute, ich denke mal, das war's jetzt schon mal. Tut mir leid, dass der Part ein bisschen lange ist, aber ihr werdet glücklich darüber sein, damit wir im nächsten Mal richtig beginnen können. So, danke fürs Zuschauen und Kommentieren. Bis zum nächsten Part. Ciao, Leute.